Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch unseren ständigen Reisebegleiter vorstellen, unseren Caddy. Doch zu Beginn, ihr braucht kein super großes Auto oder teures Auto. Wir waren auch schon mit unserem ersten Auto, einem Golf, mindestens zweimal in Kroatien. Wir haben ein größeres Filmprojekt damit realisiert und das ging auch alles. Wir haben uns schlussendlich irgendwann für diesen Caddy entschieden, einfach weil er uns mehr Raum gibt und wir da drin schlafen können und der für unsere Drehreisen ja, bestens geeignet ist und trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch richtig gut ist. Und los geht's! Okay, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Kofferraum an und ich zeige euch so, wie wir hier unseren Stauraum nutzen. Als erstes vielleicht noch zur Bauart des Caddys. Ich finde es super praktisch, dass man hier diese Heckklappe hat, die so nach oben aufgeht. Es gibt ja auch die Caddys, die so Türen haben, die quasi Flügeltüren sind. Aber hier hat man wirklich einfach so schon mal einen ersten Schutz, wenn es so ein bisschen regnet, irgendwie nieselt oder so, reicht das vollkommen aus, um sich hier drunter zu stellen. Was nämlich auch praktisch ist, wir haben hier eingebaut unter unserem Bett eine große Schublade, die auf Schwerlastschienen hängt. Und hier ist viel von unserer Drehtechnik drin. Und da ist es einfach super praktisch, wenn man dann hier oben drüber die Heckklappe hat, die einfach so ein bisschen vor Wind und Wetter schützt, wenn man hier seine Technik bereit macht. Ich kann euch ja mal zeigen, was wir hier so drin haben. Das sind zum einen eben Objektive, Filter. Hier ist auch Kameratechnik drin, Drohne. Und hier hinten ist dann einfach noch so ein bisschen Sachen, die dreckiger sind, sage ich jetzt mal. Wechselschuhe, ein bisschen Werkzeug, Stausäcke, nichts Besonderes. Hauptsächlich ist diese Kiste, nutzen wir die für Kameratechnik. Genau, die verschwindet dann hier wieder und ist eben Teil unseres Bettes. Was jetzt auch super praktisch ist, das kann Heide euch jetzt mal zeigen. Heide hinter der Kamera. Ich übernehme mal kurz die Kamera. Praktisch ist nämlich auch, dass man den hinteren Teil unseres Bettes hochgeklappt als wunderbare Sitzbank nutzen kann. Total bequem. Wir machen das vor allen Dingen zum Frühstücken, setzen wir uns da ganz gerne rein oder auch abends einfach zum Abendbrot essen. Ist sehr bequem. Unsere eigentlich teuerste Anschaffung, könnte man fast sagen, für dieses Auto waren diese Seitentaschen von Pongbag, sind aber extrem praktisch und waren tatsächlich ihr Geld sehr wert. Man kann dort seine kompletten Anziehsachen drin verstauen. Wir haben unten Klamotten auch noch drin, Waschtaschen, Medikamententasche etc. Das Praktische an diesen Taschen ist, man kann die super schnell und einfach aus dem Auto rausnehmen. Und diese Taschen, wenn man irgendwann das Auto vielleicht mal wieder verkaufen will, lassen sich auch rückstandslos entfernen. Ganz einfach nur reingeklemmt ins Fenster. Super easy und schnell. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass wenn man hier drinnen schläft, gleich man hier an der Seite eine Verdunklung hat. Und dann lassen die Taschen sich magnetisch da einfach wieder dran pappen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Mitte und machen dort weiter. Hier in der Mitte, wir haben, wie ihr seht, 2 Sitze ausgebaut und haben nur einen dritten Sitz dabei. Und hauptsächlich haben wir jetzt hier drin alles voll von Eurokisten und diesen Hardshine-Cases. Das meiste von diesen Sachen hier ist alles Kamera-Equipment für verschiedenste Sachen. Wir haben uns eigentlich angewöhnt, alles hier in solche kleinen Cases zu packen. Hier ist zum Beispiel unsere Akku- und Ladekiste, Powerbanks drin, Kameraakkus drin, Lithium-Ionen-Akkus drin, alles Mögliche. Wir finden die kleinen einfach deutlich handlicher und besser zum Sortieren. Dadurch, dass die hier alle nebeneinander sind, auch einfach super schnell zugänglich sind für mich. Wenn ich jetzt irgendwie beim Drehen bin und irgendwas brauche, was aus unserer Allzweckkiste, nehme ich die einfach raus und habe die parat. Wenn ich jetzt so eine große Kiste wie die hier liegt, habe, ist das immer so ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz macht es auch Sinn, so eine große Kiste zu haben. Zum einen, weil man natürlich auch manchmal große Sachen verstauen will.
Hier sind jetzt automatisierte Sachen drin für den Ansitz, wenn ich mit meinen Kameras arbeite. Aber hier kommt dann später auch das Bett drauf. Deswegen macht die große Kiste hier auch Sinn. In der Mitte ist unsere Küche in so einer Eurobox. Ist gerade ziemlich leer, weil wir jetzt nur für 2 Tage unterwegs sind. Haben wir die nicht so vollgepackt. In der Mitte haben wir hier einfach noch so aufgehängt, ja, so ein Taschen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ja eben ein Utensilo. Also Taschen, die man einfach vielfältig nutzen kann. Hauptsächlich Technik drin, ja, ein bisschen Krimskrams. Unterm Himmel haben wir noch unser Gepäcknetz gespannt. Das nutzen wir inzwischen gar nicht mehr so häufig. Aber es ist trotzdem nach wie vor immer noch praktisch, um hier einfach irgendwie, wenn man tagsüber mal einen Pullover hat oder eine Jacke, die einfach reinwirft und ja, die einfach aus dem Weg hat und es trotzdem so ein bisschen ordentlicher dadurch wird. Kann man einfach reinwerfen und ja, dann hängt das halt hier so. Dann hier an der Seite unsere Gardinenstange, ja, baumelt noch so ein bisschen Kleinkram dran rum. Taschenlampe, Kopflampe, mein Handtuch, kleines Mikrofaserhandtuch, super praktisch, würde ich jederzeit wieder kaufen. Ja, einfach bis viel weniger Platz weg als ein herkömmliches Handtuch. Ja, ein nicht zu unterschätzender Faktor, was Stauraum angeht, ist natürlich auch unser Dachgepäckträger. Hier haben wir hauptsächlich diese Hartschalenkoffer drauf und unser Reserverad brauchen wir tatsächlich, weil wir jetzt schon einfach so, wie wir unterwegs sind, sehr oft auch einen Platten hatten. Die Straßen sind meistens nicht so gut, wo wir unterwegs sind. In den Hartschalenkoffern ist Wasser drin, 2 große Wasserkanister, sogar 3, je nachdem, wie die geformt sind. Und in dem anderen ist Werkzeug drin, aber auch Sachen, die einfach sehr dreckig sind. Unser Rost, ein bisschen Holzkohle, unser kleiner Ofen, alles, was man jetzt so an Dreck nicht unbedingt im Auto haben will. Haben wir hier oben verstaut. Und ja, das zusätzliche Wasser ist wirklich Gold wert, weil daran mangelt es eigentlich ja, die meiste Zeit. Was noch ein ganz nettes Gimmick ist, um besser aufs Dach zu kommen, ist dieser Fußtritt. Den hängt man hier einfach an der Seite so ein und ja, kann dann hier ganz entspannt drauf treten und kommt so besser aufs Dach und an die Boxen, an die Spanngurte hier oben ran. Und dann lässt er sich ganz easy wieder aushängen und verstauen. Ja, hier im Fahrerraum gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Tagsüber und nachts stellen wir hier so unsere Daypacks hin, wo einfach noch so ein bisschen ja, Zeug drin ist, was wir so brauchen zum Mitnehmen. Was hier hauptsächlich zu erwähnen ist, ist hier oben diese Ablage. Hier hängen unsere Funkgeräte, die wir zum Drehen eigentlich sehr oft auch nutzen. Sehr praktisch. Hier oben sind Erste-Hilfe-Sets drin. Ja, das Zeug fürs Auto, ein bisschen Werkzeug, sonst nichts. Zwischenablage, ganz normal wie bei jedem anderen Auto auch. Genau. Und dann sind wir mit der Kategorie Stauraum soweit erstmal durch und wir kommen zur nächsten Kategorie. Technik. Eigentlich hat alles bei uns angefangen mit diesem Inverter hier, der wandelt das, was aus diesem Zigarettenanzünder kommt, also 12 Volt, auf eine normale Steckdosenspannung von 230 Volt, 150 Watt um. Super praktisch, weil man dann einfach ganz normale ja, Kaltgerätestecker sozusagen dort anschließen kann und sein ganzes Equipment laden kann. Allerdings hat man dann nur eine Steckdose und man ist eben darauf angewiesen, dass man ständig fährt, weil sonst macht man sich natürlich die Autobatterie alle, was natürlich blöd ist. Und wenn man jetzt lange steht, haben wir uns diesen Generator hier zugelegt. Das ist ein Solargenerator. Mega praktisch für uns als Kamerateam. Wir haben hier 3 USB-Ausgänge und einen normalen Steckdosenausgang und hier nochmal einen 12 Volt Ausgang und können quasi alles, was wir so nutzen, daran laden. Für uns ist das insbesondere ja, super wichtig, weil wir einfach sehr viele Akkus haben. Wir brauchen Kameraakkus, wir haben Drohnenakkus, wir haben Powerbanks, wir haben Akkus für unsere Wildkameras. All diese Sachen müssen permanent geladen werden. Wir können nur eine begrenzte Menge an Akkus immer mitnehmen.
ist dieser Generator bei uns eigentlich dauerhaft am Laufen und lädt eigentlich permanent bei uns irgendwelche Akkus auf. Diesen Generator kann man sowohl eben über das Auto laden, das heißt, man kann das einfach auch an den Zigarettenanzünder anschließen, 12 Volt. Aber ihr seht auch, jetzt läuft das Auto gerade nicht und ich will, wenn man steht, nicht so lange immer über die Autobatterie gehen. Und ihr seht, wir haben aber hier trotzdem gerade 30 Watt Input. Der Input leuchtet und wir folgen einfach mal dem Kabel und kommen, tada, zu unserem Solarpanel. Das hat uns schon echt treue Dienste geleistet. Wir waren unter anderem mit diesem Solarpanel in Kasachstan und haben völlig remote dort 4 Wochen lang mit diesem Solarpanel versucht, unsere Technik zu laden. Was die ganze Sache nur Solarpanel ohne Generator schwierig macht, ist, dass man nur hier diese, jetzt gucke ich mal, ob man das sieht, diesen USB-Ausgang 1 und 2 nutzen kann und quasi, weil man im Flugzeug keinen großen Generator mitnehmen kann, kann man dann nur diese USB-Ausgänge nutzen. Deswegen haben wir unsere Technik fast alles umgestellt auf USB-Ladegeräte, damit wir dieses Solarpanel theoretisch auch autark nutzen können. In der Kombination, wie wir es jetzt haben, Solarpanel und Generator, ist es wirklich ideal, wenn wir irgendwo parken. Wir stellen das Solarpanel raus, natürlich solange die Sonne scheint. Und wenn wir fahren, laden wir den Generator wieder übers Auto. Hat sich wirklich bewährt, einfach weil wir so viel Technik zum Laden haben. Wenn euch von der Technik was besonders doll interessiert hat, schaut doch mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich die meisten Sachen verlinkt. Mit einem Kauf würdet ihr mich sehr unterstützen und ihr bezahlt nicht mehr als vorher. Okay, jetzt kommen wir zu dem vielleicht wichtigsten Teil, und zwar unser Bett. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns für ein Caddy entschieden haben, weil man dort eben ein Bett einbauen kann und man dort super bequem drin schlafen kann. Und das geht eigentlich ziemlich simpel. Man klappt diesen einen Sitz rum. Das besteht hier aus so ganz einfachen beschichteten Sperrholz. Hier oben Klavierbandscharniere, damit man es eben wieder hoch und runter klappen kann. Und die Löcher sind einfach, damit es ein bisschen weniger Gewicht hat. Nimmt man, klappt es rum und legt es auf den Sitz. Und dann hat man hier eine Fläche zum Liegen. Was ihr natürlich die ganze Zeit im Video schon gesehen habt, wir haben überall eigentlich an allen Fenstern Gardinen, auch nach vorne, damit von vorne niemand reingucken kann. Wir können also wirklich diesen kompletten Innenraum blickdicht machen und komplett abdunkeln. Genau, wir haben hier einfach so eine ganz einfache Reisematratze drauf, dann noch eine Decke draufgelegt, um die Matratze ein bisschen zu schützen. Vor Dreck vor allen Dingen, aber das ist auch im Winter gut, wenn es sehr kalt wird. Vielleicht noch mal zu der Konstruktion allgemein, wie wir das aufgebaut haben. Ist quasi ein Kasten, großer Kasten, der über Scharniere, das sind hier so Klavierbänder, 3 Elemente enthält, sodass man die eben wie so eine Ziehharmonika, so wie ihr das eben gesehen habt, zusammenklappen kann. Das gesamte System ist nicht fest mit dem Auto verschraubt. Das steht einfach nur so mit dem Eigengewicht und über dieses, dass es nach außen klemmt, steht das hier so drin. Das heißt, auch dieses System kann 1:1, ohne dass man irgendwas schrauben muss, wieder rausgenommen werden. Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Werkstatt ist oder so und das raus muss oder man das Auto verkaufen will etc., lässt sich dieser Kasten, so wie er ist, zusammengeklappt wieder rausnehmen. Was auch ziemlich cool ist, ist dieser Haken hier. Wenn es regnet und man schläft in dem Auto und man muss wirklich alle Türen, alle Fenster komplett zumachen und hat keine Belüftung, ja, alle Scheiben dann anlaufen, wenn man sonst alle Fenster und Türen zu haben muss. Und dafür ist der wirklich Gold wert. Der wird hier unten einfach die Kofferraumöse hier unten so reingelegt und man kann dann ganz normal, natürlich vorsichtig, den Kofferraum zumachen. Jetzt ist er zu. Und theoretisch sogar das Auto abschließen. Was man jetzt aber auch sieht, hier ist so ein ganz kleiner Spalt. Der ist so klein, dass es dort nicht wirklich reinregnet. Ist eigentlich nicht möglich und wenn, dann läuft das hier unten an der Dichtung ab.
Und das ist wirklich praktisch, weil man hat so ein bisschen Luftzirkulation, es kommt Luft rein, die feuchte Luft kann raus und man kann trotzdem abschließen und man kommt an diesen Haken nicht ran. Also man kann das Auto trotzdem nicht aufbrechen dadurch. Ist echt cool und nutzen wir jetzt auch immer, wenn es regnet eigentlich. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, wenn wir schlafen, haben wir zum einen immer dabei unser Moskitonetz. Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Das ist so ein Baldachinnetz eigentlich für Betten. Hatte ich irgendwo noch übrig gefunden und seitdem nutzen wir das fürs Auto. Wir spannen das hier einmal einfach so über den Rahmen drüber und es wird dann hier oben an diesen Holm, verknoten wir das dann so. Und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Viele unserer Lösungen sind vor allem praktisch, denn weil wir den Caddy auch besonders für Drehreisen nutzen, muss vieles schnell und möglichst einfach gehen. Ich hoffe, dieser Einblick war interessant für dich. Lass gern ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis bald!